Hallo ihr Lieben, heute ist es ein bisschen kühler bei uns und deswegen wird Kuchen gebacken, weil wir schon richtig Hunger für Kuchen haben. Und weil es jetzt auch schon leckere Stachelbeeren aus der Region gibt, dachte ich, dass ich meinen ersten Stachelbeerkuchen mit euch teile. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Ich habe mir schon alles ein bisschen vorbereitet. Wie immer, ich habe hier die Butter, die ist schon schön weich. Dann werde ich direkt auch den Zucker dazugeben. Und es wird ganz kurz mit dem Mixer geschlagen, bis schön cremig. So, das geht ganz schnell. Dann den Ei dazugeben und für etwa 30 Sekunden weiterschlagen. Und dann habe ich hier auch schon meine Trockenzutaten vermischt. Ich habe hier Mehl, Backpulver und Salz und das werde ich auch jetzt dazugeben. Und die Haferflocken. Und es wird dann nochmal so lange auf die niedrige Stufe gemixt, bis ein Teig entsteht oder die Masse schön gleichmäßig ist. Dann, ich habe schon meinen Backform schön eingefettet und ich werde jetzt den Teig einfach da reingeben. Und dann erstmal mit den Spateln so verteilen. Man kann das auch mit einem Löffel machen. Und es ist ein sehr weiches Teig, deswegen habe ich auch ein bisschen Mehl hier. Und ich werde mit Hilfe dieser Mehl jetzt dann den Teig so formen, um die Ränder zu formen und auch den Boden dann schön am Ende machen. Aber immer ein bisschen Mehl nehmen, dann kleben die Finger nicht an den Teig. Dann ist mein Boden fertig und ich werde jetzt dann die Füllung vorbereiten. Es ist so eine Art Käsekuchenfüllung. Ich habe den Quark schon hier und werde jetzt Zucker dazugeben. Und dann ich gebe auch ein bisschen Vanille, so etwa eine Teelöffel und ein Ei. Dann mit einem Gabel das alles schön vermischen. Und dann die Füllung da reinfüllen und schön gleichmäßig verteilen. Dann habe ich noch die Stachelbeeren und ich werde die ganz lassen, nur diese Blütenteil. Ja, nicht so. Erstmal diese Blütenteile und dann diese grüne Ende werde ich entfernen und dann die Stachelbeeren auf dem Kuchen verteilen. Und ganz leicht in die Füllung dann so reindrücken. Dann noch der letzte Teil. Ich habe alle Zutaten für den Streusel so in einer Schüssel gemessen. Butter, Mehl und Zucker und ich habe das im Kühlschrank gelassen. Und jetzt werde ich es einfach so mit den Fingern kurz mischen, bis eine streuselartige Konsistenz entsteht. Und dann den Streusel auf dem Kuchen verteilen. Und wenn du mehr Streusel auf dem Kuchen magst, dann kannst du auch ruhig eine doppelte Menge nehmen. Und so ist mein Kuchen bereit. Es hat ungefähr 30 Minuten gedauert für die Vorbereitungen.
Das meiste Zeit geht mit den Stachelbeeren, aber es ist schnell zubereitet. Und jetzt werde ich den Kuchen backen und wie immer die Backanleitungen und ein ganzes Rezept findest du unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dir hat mein Kuchenrezept gefallen. Ich liebe solche Kuchenrezepte, die ganz einfach sind und die Käsekuchen ähnlich sind. Die sind bei uns auch ein sehr großer Hit. Wir lieben die einfach. Ich hoffe, dir hat das Rezept auch gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben und wie gesagt, es kommt demnächst auch ein anderes Stachelbeerkuchenrezept. Und wenn du den nicht verpassen möchtest und noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann kannst du jetzt abonnieren. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.